Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung morgens aus Kalifornien. Themen, die ich für euch frisch gepresst habe, sind Eurowings, eine Cash-Cow. Eurowings, die Lufthansa-Gelddruckmaschine. Naja, nun gut, vorher waren sie auch Sorgenkind, aber gucken wir uns auch nochmal an. Dann geht es weiter mit, warum Flüge krank machen können, beziehungsweise auch die 777 vielleicht bei Leuten eine Art Allergie auslöst. Fand ich interessant, den Beitrag. Dann United Airlines in dem Rahmen hat vielleicht eine Lösung für die 350 Saga, die da ist. Das ist ja ein Akt, also Quatsch, nee, das ist ja Komödie in 3 Akten oder Drama in 3 Akten. Ihr wisst, was ich meine. Und wir haben nochmal eine Punkteaktion, 20% Rabatt auf Economy und Premium Awards bei Singapore Airlines. Und dann nochmal eine schlechte Nachricht, ab morgen Streik bei den Freunden von KLM. Gucken wir uns genau an. Ihr denkt wie immer dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und natürlich auch wie immer, tada, kommt aufs Cool, diskutieren die Sachen. Ja, Eurowings, die waren so eine Art Sorgenkind, sind jetzt aber profitabel und auch profitabler. Und Eurowings ist im 3. Jahr in Folge auf ein positives Betriebsergebnis hin am Fliegen im dreistelligen Millionenbereich. 2023, 2024 lagen die Gewinne jeweils knapp über 200 Millionen Euro, trotz der saisonalen Verluste im ersten Halbjahr 2025 minus 137 Millionen Euro EBIT, rechnet Eurowings mit einem starken Sommer. Und Jenselmann-Bischoff hat auch ein Zitat, eigentlich hat er 2, ne? Der Sprung in die Gewinnzone erlaubt uns Investitionen, mit denen wir unsere Positionierung jetzt ausbauen können. 2025 sind wir auf Kurs, auch das 3. Jahr in Folge mit einem Gewinn im dreistelligen Millionenbereich. Ja, Eurowings hat ja auch eine Strategie, die ja auch spannend ist. Einmal natürlich, dass man 40 Boeing 737 MAX 8er bekommt mit der Option, um auf bis zu 100 Maschinen das Ganze aufzubohren. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Allerdings erst ab Ende 2027. Man möchte dann auch zu einer einheitlichen Flotte zurückkehren. Heißt also, dass die ganzen 319er und auch die Max dann irgendwann durch die, Quatsch, nein, andersrum, die 319er und die 321 Neo, so ist es richtig, durch die Max 8er-10er Schrägstrich dort ersetzt werden. Und Berlin ist der wichtigste Wachstumsstandort in Deutschland für Eurowings. Man hat ja auch aus Berlin den Test, den man nach Dubai fliegt mit dem neuen, ich nenne es jetzt einfach Premium Economy Sitz mit merkwürdigen Preisgestaltung. Und deshalb ist auch die Frage, die Zuschauerfrage, ist Eurowings für euch inzwischen eine ernstzunehmende Airline auf Augenhöhe mit Swiss oder Lufthansa oder ist sie halt einfach nur ein Low-Cost-Carrier und sie haben einfach eventuell nur Glück gehabt, weil sie im Lufthansa-Konzern bevorzugt werden und da quasi andere benachteiligt werden, weil wenn man bevorzugt wird, werden ja auch andere benachteiligt. Ich bin mal gespannt, was ihr als Take habt im Thema Eurowings. Eurowings fliegt ja keine Wide-Body-Flugzeuge, das macht ja die Disco. Und deshalb ist es interessant, das Thema mit United bzw. British Airways in dem Fall, um ganz genau zu sein, die ja 777s noch fliegen. Lufthansa wird die 777X fliegen, aber hier geht es ja um die alten Versionen, also um die 200er und so. Viele Gäste berichten halt über starke Erschöpfung und trockene Schleimhäute, wenn sie mit den 777s fliegen, Kopfschmerzen und auch ein Gefühl wie Erkältung, gerade bei der Boeing 777. Und Zitate sind halt, Mann, mein zweites Leck, was ich mit dieser 777 dieses Jahr geflogen bin, und jedes Mal fühle ich danach mich wie Crap, also schlecht oder scheiße, muss man sagen, nach solchen Flügen. Oder ein anderes Zitat, ich bin immer wieder ausgepowert und ich bin da auch quasi exhausted, wie man im Englischen sagt, nach dem langen Flug mit der 777. Und ich suche jetzt aktiv danach, dass ich halt diese Flugzeuge nicht mehr benutze, die 777, sondern andere Flugzeuge benutzen. Die Frage ist, woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass natürlich die 777 ein Flugzeug ist, was designt worden ist. Ist es Ende der 80er war es, ne? Muss ja 80er gewesen sein. Und wann war denn der Erstflug von der Bude? Weiß ich gar nicht. Schreibt unten rein, wann der Erstflug von der 777 war. Einmal natürlich die Cabin Altitude, das heißt also nicht die Höhe, in der man fliegt, sondern die Höhe, in der die Kabine sich befindet während des Fluges. Das heißt also bei der 777 ist man auf 6.000 bis 8.000 Fuß, je nachdem in welcher Höhe man fliegt.
Bei der Boeing 787, Airbus 350 ist es konstant bei 6.000 Fuß und mehr Belastung. 380er ist ja auch da natürlich, sind die nicht sogar auch irgendwie noch niedriger, aber egal. Deshalb ist die 380er, weil sie auch größer und geräumiger ist. Und das ist halt auch so, die 777 sind ja sehr oft mit High-Density-Bestuhlung, verwendet halt Bleed-Air-Luft von Triebwerken, was eigentlich alle machen, außer die 787. Sehr trocken, damit ist es halt so, dass die Vorluftfeuchtigkeit irgendwie nur bummelig bei 10-20% ist. Und diese Luftfeuchtigkeit hat auch einen Grund, warum man die nicht hat, weil natürlich die Maschinen aus Aluminium gefertigt sind und anderen. Das sind Sachen, die Korrosion verursachen können und damit auf die Langlebigkeit gehen. Wenn man eine 787 hat oder eine 350er, die halt diese Composite-Materialien hat, dann kann man da auch höhere Luftfeuchtigkeiten nehmen. Heißt also, dass man damit dann auch nochmal sich wohler fühlt. Lärmpegel, natürlich ist die 777 deutlich lauter als ein 350er oder 380er, was zur Erschöpfung beiträgt. Jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, hey, 777X Lufthansa, was heißt das? Ja, die neue 777X, also diese 777-8 und 9, soll trotz Aluminiumrumpf eine bessere Kabinenatmosphäre mit 6.000 Fuß Drückhöhe bieten. Also da ist der Grund einfach gesucht, dass man sich damit dann natürlich wohler fühlt. Und ich bin mit 777 bei Emirates geflogen. Ich habe das jetzt so, ja, keine Ahnung. Vielleicht war es Glück, keine Ahnung. Oder ich war noch jung und habe es nicht gemerkt. Deshalb die Zuschauerfrage für euch: Merkt ihr selbst einen Unterschied zwischen der 777 und modernen Flugzeugen wie den 350 oder 787? Und vor allem, welches Langstreckenflugzeug findet ihr toll? Hat das überhaupt was mit den Themen zu tun, die ich euch genannt habe? Also das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ja, ich finde jetzt die 787 toll wegen dem Design, dann hat das natürlich nichts mit zu tun mit Luftfeuchtigkeit, mit dem Wohlfühlen an Bord. Aber da solltet ihr ja mal drüber nachdenken und antworten. Wer auch drüber nachgedacht hat und geantwortet hat, das sind die Freunde von United über die 350er von Airbus. Die haben ja die 50er bekommen, seit 2009 bestellt, geändert, verschoben. Und man hat halt auch so eine, ich glaube auf Facebook nennt man It's Complicated Beziehung mit der 350. Ursprünglich hatte man ja 25 A350-900 bestellt, dann hat man die umgeändert auf 35 A350-1000. Dann ist man zurück zur 950-900, aber die Lieferung ist weiter offen. Man möchte jetzt bis Quartal 4 2025 final entscheiden und Scott Kirby sagt, Rolls-Royce hat gute Konditionen für die Triebwerke angeboten. Und die 350-900 bleibt halt als Ersatz für die 777-200. Tada! Und die Flottenentwicklung ist halt so, dass man 2026 100 neue Flugzeuge, darunter auch die erste 321 XLR bekommt. 2027 die erste 737 MAX 10, zuvor Teil der Order auf MAX 9 umgestellt worden sind. Und ich weiß nicht genau, warum die mit dem 350er so hadern. LATAM hat die ja auch alle abgeschoben auf einmal. Also ich verstehe es nicht. Ich finde, er ist irgendwie happy mit denen. Lufthansa ist ja auch irgendwie happy mit denen. Deshalb kann ich nicht nachvollziehen, was da das Thema ist. Ihr könnt ja unten schreiben, was das ist. Oder ob das einfach nur eine strategische Geschichte ist, weil man keine Knete hatte, jetzt auf einmal wieder Knete hat, in die Flottenänderung stecken will und sagen wir, ja, wir wollen noch ein bisschen Preis links und rechts drücken. Heißt also, dass wir hier von euch gerne mal wissen wollen, was ihr denkt auf School. Und sollten die jetzt die 350er fix bestellen oder ist es halt eine 777X, die bessere Wahl ist? Da bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Was immer die bessere Wahl ist, ist bei KLM das Thema Bodenstreik, Flugchaos am Morgen des 10. September. Am 10.9. wird es einen zweistündigen Streik geben von 8 Uhr bis 10 Uhr. Die meisten Flüge sind ja bereits gestrichen worden. Rückflüge, Rotationen aus den Destinationen sind dann natürlich auch betroffen, weil die können ja nicht rausfliegen. Also wenn sie nicht rausfliegen, können sie auch nicht zurückfliegen. KLM informiert auf der Webseite nur vage, keine klare Liste der Ausfälle. Fluggäste müssen selbst in der KLM-App checken oder MyTrip checken. Und denkt dran, es gilt trotzdem die EU-Verordnung 261/2004. Ihr habt Anspruch auf Entschädigung, Umbuchung, Unterkunft, Verpflegung. Und da solltet ihr dann hoffen, dass sie nicht den Air Canada machen, erst so, ich weiß nicht, worum es geht, sondern direkt bezahlen und nicht wie Air Canada dumm umschwenken muss. Letztes Thema ist Singapore Airlines. KrisFlyer 20% Rabatt auf Prämienflüge, 20% Rabatt auf Economy, Premium-Flüge, Premium-Economy-Flüge. Buchung muss vom 9.9. bis zum 21.9. sein. Reisezeitraum ist vom 1.11. bis zum 31.05. Gilt für alle Economy-Ziele sowie Premium Economy nur auf USA-Strecken. Nur bei Saverwords keine Umbuchung oder Stornierung möglich.
Nur für den einen oder anderen. Bewertung ist halt natürlich, dass es attraktiv ist, wenn man lange planen will, weil die Einlösezeit ist halt wirklich lang, weil ich sag mal so, vom 1.11.2025 bis zum 31.05.2026 ist schon eine lange Geschichte. Keine Flexibilität, weil halt keine Umbuchung möglich ist. Also das heißt, ihr solltet schon wissen, was ihr tut. Und klar, das Economy-Class-Produkt bei Singapore Airlines ist schon top-notch. Da sollte man wirklich drauf achten. Ja, ihr habt ja die Dynamik in dieser Woche jetzt einmal für euch gesehen. Also diese Woche? Nee, heutigen Dienstag. Die Woche ist ja noch lang. Aber irgendwie Jetlag so, ne? Hier ist Sonnenaufgang. Wir haben hier 7 Uhr morgens in Kalifornien. Ja, ihr könnt natürlich wie immer den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen. Denkt dran, aber auch die Fragen des Tages zum Beispiel auf School zu beantworten. Und da gibt Jensemann Bischof natürlich die erste Frage, Antwortmöglichkeit. Die Frage von mir ist es halt, ist Eurowings jetzt wirklich eine ernstzunehmende Fluggesellschaft innerhalb der Lufthansa-Gruppe oder sind die einfach immer noch ein Low-Cost-Carrier? Und die andere Frage, die ich habe, ist die 777, ist das so ein Flugzeug, wo man eine Allergie bekommen kann oder nicht? Um die Frage so zu lesen, wie ich sie wirklich gemacht habe. Merkt ihr selbst einen Unterschied zwischen der 777 und modernen Flugzeugen wie dem A350 oder der 787? Welche Langstreckenmaschine bevorzugt ihr? Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal abonnieren, die Glocke, Like und so weiter. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Also bis dann, ciao, ciao und bis zur nächsten Sendung. Ciao.